B&S MS14 Stolzing Icon versus MS14 Stolzing. Seit über 10 Jahren gehört die B&S Meistersinger Stolzing als wichtiges Instrument in das Portfolio unserer enormen Posaunenauswahl. Jetzt, 12 Jahre nach der Markteinführung, erscheint dieses Instrument in einer zusätzlichen Produktlinie. Der Unterschied liegt in dem von B&S neu entwickelten Ventil namens Icon. In diesem kurzen Video erkläre ich euch die Unterschiede zwischen der herkömmlichen Serie und der neuen Icon. Und ja, ich zerlege für euch sogar die Ventile und wir werden zudem die beiden Modelle am Computer miteinander vergleichen. Die Ergebnisse, Modellunterschiede und die Zusammenfassung dieses Videos haben wir für euch in einem PDF zusammengefasst. Nun, aus Richard Wagners Bühnenfestspiel Die Meistersinger von Nürnberg steht der junge Ritter Walter von Stolzing Pate für dieses Instrument. Leitmotive und Leitfiguren, ja, Ikonen, Icons prägen Wagners Opern. Und genau diesen Anspruch birgt die neue Serie Meistersinger Stolzing Icon. Dass genau dieses Wagner Bühnenfestspiel ausgesucht wurde, verdanken wir Professor Karl Lente, der dieses Werk als Soloposaunist an der Staatsoper in München oft aufführte. Zudem war Karl Lente ebenfalls Soloposaunist der Bamberger Symphoniker und arbeitet seit einigen Jahren als Posaunenprofessor an der Indiana University in Bloomington. Karl Lente war maßgeblich an der Entwicklung des Grundmodells der Stolzing beteiligt. Seine Erfahrung als Orchestermusiker und Solist modellierte dieses Instrument zu einer international enorm erfolgreichen Posaune. Mittlerweile finden wir dieses Modell aufgrund des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses nicht nur in Spitzenorchestern, sondern auch im Amateurbereich, in etlichen Posaunenchören und Musikvereinen. Eigentlich ist die Posaune das einzige Orchesterblechblasinstrument ohne die Störstelle Ventil. Die Luft fließt ohne große Verwirbelungen und Einengungen durchs Instrument. Doch durch den Einbau eines Quadventils hat auch die Posaune mit dieser Störstelle zu leben. Viele Posaunenventile wurden bereits mit dem Ziel entwickelt, möglichst viel Luft ohne Verwirbelungen durchs Ventil strömen zu lassen. Die bekanntesten Modelle sind wohl Thayer, Hagman und auch mittlerweile das Openflow von Meinl-Schmidt. Die Firma B&S hatte das Bestreben, neben einer offenen Luftführung ein möglichst kleines und leichtes Ventil zu entwickeln. Und damit der Posaune mehr Gestaltungsmöglichkeiten und einen noch volleren Klang bei offener Luftführung zu ermöglichen. Um dies zu zeigen, zerlegen wir jetzt fachmännisch die Ventile. Ich rate energisch davon ab, dies zu Hause nachzumachen. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Da in unserer Meisterwerkstatt gearbeitet wird, haben wir uns ein paar Werkzeuge hierher ins Studio geholt. Nun werden wir mal diese Ventile zerlegen. Macht das bitte nicht nach zu Hause. Einmal MS14 und nun kommt das Icon. Voilà! Jetzt sehen wir schon deutliche Unterschiede. Wir haben eine wesentlich größere Ventilbüchse bei der Icon als bei der Standard MS14 und wir sehen, dass sogar am Gewicht der Büchse gespart wurde. Nicht nur deutlich flacher, sondern auch an der Wandstärke wurde Gewicht eingespart. Das Ziel war, trotz wesentlich größerem Ventil eine Leichtläufigkeit beizubehalten.
Zunächst mal das Standardventil. Exakt 50 Gramm. Und nun das Icon-Ventil. Nur 7 Gramm schwerer mit 57 Gramm. So, jetzt interessiert mich aber die Komplettzusammensetzung mit Deckeln. 91 Gramm. Und das herkömmliche Ventil mit Deckeln. Nur 2 Gramm weniger, 89 Gramm. Schon mit bloßem Auge sind deutliche Unterschiede erkennbar. Die werden wir jetzt ausmessen. Abstand zum Büchsenrand 13,14 mm. Abstand zum Büchsenrand 15,48 mm. Für die meisten Posaunisten natürlich auch interessant, wie weit ist mein Drückerweg? Das werden wir auch noch messen. Wir vermessen nun die MS-14 und die MS-14 Icon am Messcomputer und vergleichen die Ergebnisse. Dabei verwenden wir denselben Zug, um eine möglichst klare Aussage über das neue Ventil machen zu können. Beide Instrumente vermessen wir mit zwei unterschiedlichen Mundstücken. Einmal mit dem mitgelieferten Icon 6,5 ALL und mit einem deutlich größeren Breselmeier Mundstück 3-75. Und dies jeweils mit gedrücktem und offenem Ventil. Wohlgemerkt, der Computer sagt nichts über den Klang aus und das ist auch gut so. Für die eigenen Klangvorstellungen und individuellen Wünsche muss das Instrument selbstverständlich mit deinem eigenen Mundstück angespielt und verglichen werden. So, nun sehen wir eine aktuelle Vermessung. Wir sehen wieder hier die sogenannten Verschmutzungen, wenn ich rede oder wenn ich schnipse, und hier verändert sich alles. Es nimmt wirklich alle Frequenzen im Raum auf. Deshalb machen wir jetzt hier mal Stopp und starten eine reelle Vermessung. Und schon haben wir das Ergebnis. Hier die Naturtöne. Je höher die Kurve dargestellt wird, desto größer wird unsere Resonanzamplitude, was ganz schön ist. Sehr schön gleichmäßige Kurve und eine sagenhafte Intonation. Wir haben hier das B, das F, das B, das D. Das Ass ist immer zu tief und nach oben leicht ansteigend, was wirklich auch das Spiel etwas erleichtert. Das tiefe B sollte sogar zu tief sein, dass es richtig fett und knackig klingt. Da hat der Posaunist damit keine Probleme. So, und wir vermessen nun mit einem anderen Mundstück. Ganz interessant, wir haben unseren ersten Vergleich, und zwar den Vergleich zwischen dem Icon Mundstück und dem Breselmeier Mundstück. Die türkise Kurve ist das Icon Mundstück und die blau-violette Kurve das Breselmeier Mundstück. Wir sehen hier im oberen Bereich wird der Klang etwas horniger, wir fallen etwas unter die Icon-Kurve, aber die Ansprache, wie gut rasten die Töne ein, gehen sogar bei dem großen Breselmeier Mundstück nach oben. Und in der Intonationskurve sehen wir eine unglaubliche tolle Intonationskurve mit dem Breselmeier Mundstück. Insgesamt werden wir ca. 10 Cent tiefer mit dem Breselmeier Mundstück, also der Stimmbogen muss nicht so weit ausgezogen werden. So, nun messen wir die Frequenzen und Intonation und Ansprache des Quartventils. Dazu drücke ich jetzt einfach das Ventil. Eine unglaublich tolle Quartventilkurve. Sogar im Quartventil stimmt die Posaune sehr gut und wir sehen wieder
die Resonanz, Amplitude, alles sehr gleichmäßig. So, nun stellen wir um auf die andere Posaune. So, liebe Posaunisten, hier der direkte Vergleich. Die dunkelblauen Linien gehören der Icon, die türkisfarbenen der normalen Standard MS-14. Ganz leichte lila Spitzen sehen wir da oben. Also, hier haben wir praktisch in der Amplitude einen ganz kleinen Vorsprung von der Icon. Intonation so gut wie gleich und auch die Ansprachekurve so gut wie gleich. Das heißt, die MS-14 verliert durch das große Ventil überhaupt nicht an Intonation und Ansprache. Ich habe also noch mehr klangliche Möglichkeiten. Das schauen wir uns nun genauer an. So, wir sehen hier ein Impulsechogramm beider Posaunen aufeinander gelagert. Die schwarze Kurve die aktuelle und die violette Kurve gehört der Icon. Identisch, nur hier. In diesem Bereich sehen wir die Veränderung. Schauen wir mal, ob das Ventil ist. Jetzt drücken wir das Ventil halb durch und provozieren einen Fehler. Ganz genau in diesem Bereich. Und den schauen wir uns jetzt exakt an. Um diesen Bereich nochmal genau zu untersuchen, vermessen wir das Instrument jetzt. Und jetzt schauen wir uns genau den Quartventilbereich an. Und hier sehen wir unser schönes großes Icon-Ventil. Die lila Kurve bedeutet, dass an dieser Stelle die Posaune deutlich größer wird als auf der schwarzen Linie. Nach diesem Vergleich der Ventile, technisch und am Computer, können wir mit Bestimmtheit festhalten, dass es sich mit dem Icon-Ventil absolut um ein Upgrade der MS-14 handelt. Bestimmt erfreut sich der eine über den neuen, noch volleren Klang der Icon. Hingegen gibt es bestimmt viele Amateure, die mit dem etwas größeren Widerstand des bisherigen Modells besser zurechtkommen. Ich finde es wichtig und gut, dass B&S beide Modellserien nebeneinander bestehen lässt. So kann jeder Musiker sein persönliches Instrument finden. Dabei hilft zudem die Vielfalt der Ausführungen. Schallstück Standard oder kleiner, mit oder ohne Kranz, Neusilber oder Goldmessingzug. 3 wechselbare Mundrohre sind sowieso immer dabei. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Züge mit unterschiedlichen Bohrungen und asymmetrischen Bögen. Auch eine lange Wasserklappe ist erhältlich. Ja, das klingt nach Vielfalt. Und der eine oder die andere fühlen sich etwas überfordert. Keine Angst, sehr gerne beraten wir euch und stellen im Musikhaus Beck eine hervorragende Auswahl der Meistersinger zum jederzeitigen Test bereit. Holt euch jetzt unser Meistersinger PDF gratis. Es enthält die komplette Produktvielfalt und die Zusammenfassung dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, teilt und abonniert den Kanal des Musikhaus Beck. Wenn nicht, sagt es uns und was wir deiner Meinung nach besser machen sollten und könnten. Bis bald beim Posaunentest im Musikhaus Beck. Euer Matthias Beck.